Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir wollen heute ein Bouquet-Hintergrund mit Pastell machen. Dazu brauchen wir ein Messer und eine Schere, einen Bleistift, ein Wattepad, egal welche Größe, dann ein bisschen Restepapier, ein paar Schnipsel und natürlich eine Kreisschablone. Am besten wäre auch, wenn ihr einen Radiergummistift habt, der etwas spitzer sein sollte, und einen Kleber, den man wieder entfernen kann. Ich habe hier von Tesa einen Kleberoller. So, fangen wir mit der ersten Möglichkeit an. Es gibt zwei. Für die erste Möglichkeit schneiden wir ein paar Kreise aus. Sucht euch einfach die Größen, die euch gefallen, die zu eurem Bild passen, malt die Kreise auf ein Stück Papier und schneidet sie dann hinterher aus. So, wenn ihr fertig mit den Ausschneiden seid, dann schnappt ihr euch euren Kleber, kein permanenter Kleber, sondern einen, den man wieder vom Papier entfernen kann, ohne dass das Papier reißt, und klebt die Kreise fest. Ich empfehle euch, weniger von dem Kleberoller zu nehmen. Ich habe da ein bisschen großzügig mitgearbeitet, weniger ist mehr. Und dann die Kreise vorher am Stoff ein bisschen abkleben, also die Kreise weniger klebend machen, indem man eben die Stofffussel an dem Kleber hängen hat, bevor ihr das Ganze dann aufs Papier klebt, einfach um nochmal sicher zu gehen, dass die Kreise hinterher nicht das Papier beschädigen. Dann könnt ihr die Kreise so positionieren, wie ihr es haben möchtet. Das Schöne an dieser Methode ist, dass man vorher sieht, wie die Kreise positioniert sind und sich ein Bild machen kann und eventuell die Kreise eben nochmal verändern kann, wenn einem die Verteilung nicht so gut gefällt. Wie gesagt, ich zeige euch zwei Methoden, also hört nach der ersten Methode nicht auf reinzuschauen, sondern bleibt auf jeden Fall noch weiter da für die zweite Methode. So, wenn alles festgeklebt ist, schnappt ihr euch eure Pastellkreiden. Dann nehmt ihr euch die Pastelle, die ihr für euer Werk vorgesehen habt, und kratzt eine kleine Menge mit einem Bastelmesser, mit einem normalen Messer, mit einer Schere auf eins von den Restpapieren, die ihr euch zur Seite gelegt habt. Aufpassen, dieser Staub rieselt überall hin, deswegen versucht wirklich auf dem Papier zu arbeiten und wählt nicht ein zu kleines Papier, damit ihr euch selbst und euren Schreibtisch nicht allzu doll einkrümelt. Ich habe hier ein dunkles Lila gewählt, ein rötliches Lila, dann ein dunkleres Blau und ein helles Blau. Ich habe auf meinem Schreibtisch Feuchttücher liegen, damit ich alles abwische, was mit Pastellkreide in Berührung gekommen ist, weil ich weiß, wie schnell man Fingerabdrücke auf seinem Werk verteilen kann, wenn man nicht vorsichtig ist. So, jetzt greift ihr euch euer Wattepad und die Schere. Ich schneide mein Wattepad in 4 Teile, einfach weil ich ein sehr großes habe, aber je nachdem, welche Größe ihr habt oder was euch angenehmer in der Hand liegt, müsst ihr das nicht machen. Mit dem Wattepad tupfe ich jetzt in meinen Krümelhaufen etwas rein. Nicht zu viel Farbe, sondern
etwas weniger und trage die Farbe in kreisenden Bewegungen auf. Das sieht man jetzt etwas schlecht, weil meine Hand leider im Weg ist, aber um die aufgeklebten Kreise herum einfach die Pastellkreide mit kreisenden Bewegungen verteilen. Fangt wirklich erstmal mit einer leichten Schicht an. Ihr könnt immer mehr Farbe im Laufe der Zeit auftragen, weil wenn ihr einmal zu dunkel geht, ist es schwer, wieder heller zu werden. Also die nächste Farbe wieder mit einem neuen Wattepad auftupfen und in kreisenden Bewegungen um die aufgeklebten Kreise verteilen. Ich fege hier mit einem trockenen Tuch die Krümel von meiner sauberen Seite einmal vorsichtig runter, damit ich in einem zweiten Bereich euch die nächste Methode zeigen kann. Für die zweite Methode brauche ich auch das Pulver, was ich vorher von den Pastellkreiden abgerieben habe, und verteile das über den kompletten Hintergrund. Ich mache das immer gerne abschnittsweise, erstmal ein bisschen lila, dann ein bisschen blau und versuche die Farben so ein bisschen zu alternieren oder abzuwechseln, einfach damit diese schöne Mischung der Farben entsteht. Jetzt greift ihr euch die Kreisschablone. Ihr könnt das natürlich auch frei Hand machen, wenn ihr keine Schablone habt oder es euch lieber ist. Ich mochte es mit Schablone lieber, einfach weil die Kreise dann eben schärfere Ränder hatten und gleichförmig aussahen. Und mit dem weichen Ende von dem Stifte-Radiergummi radiere ich diese Kreise einfach aus. Man muss natürlich darauf achten, dass man mit dem Radiergummi wirklich überall hinkommt. Praktischer wäre es, hätte man einen elektrischen Radierer, dann hätte man weniger Arbeit und würde schneller vorankommen. Aber im Prinzip ist es einfach nur das Ausradieren von der Pastellkreide, was auch relativ leicht geht. Jetzt greife ich wieder zu meinem trockenen Tuch und wische die Radiergummireste und den restlichen Pastellstaub ganz vorsichtig ab. Das Abpusten von Pastellkreide gewöhnt man sich schnell ab, wenn man das Ganze schon über seinen kompletten Schreibtisch verteilt hat.
Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, unsere Kreise von dem ersten Projekt zu entfernen und dann sind wir auch schon fertig. So sehen nun beide Hintergründe zum Schluss aus. Sehr einfache Methoden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr probiert es aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!